Hallo ihr Lieben. Die Sonnenfinsternis am 14. Oktober könnte eure Beziehungslandschaft ordentlich durcheinanderwirbeln. Egal ob romantisch, geschäftlich oder freundschaftlich. Es könnte sein, dass jemand euch mit einem unwiderstehlichen Angebot überrascht oder zu einem unvergesslichen Erlebnis einlädt. Heiratsanträge, Einflüsse auf eure berufliche Laufbahn, alles kann geschehen. Das kommende Jahr wird für euch ganz im Zeichen von Beziehungen und Begegnungen stehen. Aber seid vorsichtig, nicht jede Wendung wird positiv ausfallen. Trennungen oder andere öffentliche Veränderungen könnten eintreten, insbesondere wenn die Sterne ungünstig zu euren Geburtshoroskopen stehen. Die gute Nachricht? Bei positiven Aktivierungen könnten eure Geschäfte florieren, ob ihr nun einen eigenen Laden, eine Arztpraxis oder eine Anwaltskanzlei führt. Doch während Themen wie Erfolg, Sicherheit und Disziplin in den Vordergrund rücken, ist es entscheidend, den Überblick zu behalten und nicht überambitioniert zu werden. Wie genau sich die kosmischen Einflüsse für euch entfalten werden, hängt natürlich von den weiteren Sonnenfinsternis-Aspekten auf euren Geburtshoroskopen ab. Nun bin ich gespannt, was die liebe Alex uns über die Karten offenlegen wird. Ja, ihr Lieben, hier bin ich. Die liebe Janina hat uns einen astrologischen Einblick in die Sonnenfinsternis gegeben. Ich gucke jetzt mal mit den Karten, was die Karten zu dieser Zeit sagen. Und wenn ihr dran bleibt, könnt ihr am Ende noch eine kleine Botschaft für eure Sonnenfinsterniszeit abholen. Okay, hier ist es schon sehr ersichtlich gleich zunächst, dass man hier zu dieser Sonnenfinsternis eine große emotionale Blockade ablegen kann. Man öffnet sich emotional neue Türen. Man spürt, dass man irgendetwas mitgeschleppt hat, das man nicht mehr braucht. Man kann es abstellen. Und hier kommen schon die Herzensangelegenheiten, die Liebe. Für viele sieht man hier im Liebesbereich eine neue Tür aufgehen. Emotionale Dinge, die als Hindernis vielleicht auch im Weg gestanden haben, immer wieder, oder gar auch Türen verschlossen haben, zeigen sich hier. Neubeginne in der Liebe, das ist sehr passend, ja. Da kann man sich im Kleinen aufeinander zu bewegen. Man macht wieder das Herz auf, man öffnet die Herzenstür. Es kann natürlich auch die Kinder betreffen. Und guckt mal, hier sind die Schicksalspartner auf dem Weg. Also ein karmisches Thema, ein schicksalshaftes Thema, ein schicksalshafter Neubeginn in der Liebe. Die Lösung liegt auch da wo wir vorher vielleicht gedacht haben, uns geht keine Tür auf. Wir spüren das Kreuz oder die Schwierigkeit so sehr oder wir haben nicht die Möglichkeit, dieses Kreuz abzulegen. Das kann auch so wie eine Endlosschleife sich anfühlen. Und guck mal, hier ist die Beendigung davon. Wahnsinn. Ich habe so Geistesblitze für uns in dieser Zeit. Das heißt, schnelle Erkenntnisse, schnelle Begegnungen, eine hohe Intuition auch. Und bei genauerem Hingucken sehen wir hier eine sehr aufklärende Energie, die verbunden ist mit dieser Erkenntnis, dass man eben nichts mehr überall analysieren braucht, das eigentlich mehr hinderlich ist, als einen voranbringt, gerade in Herzensangelegenheiten. Für einige ist es hier möglich, eine komplette Wegänderung vorzunehmen, eine ganz neue Option zu treffen, die man vielleicht so gar nicht vermutet hätte. Ich habe, dass es viel Kommunikation gibt, Gespräche, anregende, erdende Gespräche, denen man vielleicht auch wieder so ein bisschen erkennt, was wichtig ist im Leben oder wo andere vielleicht das gleiche Thema haben und wo man welche Option nutzt, weil es einfach an der Zeit ist, ne? Für einige kann es auch sein, dass die Zeit gekommen ist, sich für einen bestimmten Partner zu entscheiden oder eben andere Wege zu gehen. Oder das Feld der Partnerschaften auch
neu zu bepflanzen, mit Wachstum zu befüllen. Hier haben wir den Schutz drauf, ne? Also guckt hier speziell auch nach Personen oder auch Personen in eurem Umfeld, mit denen ihr so Resonanzbereiche habt, würde ich mal sagen, die euch sehr ansprechen, mit denen ihr gute Gespräche führen könnt. Denn da ist hier so wirklich der Punkt der Herzöffnung und des sensiblen Zusammenseins. Das muss nicht unbedingt ein Gegenüber sein, das kann eine Freundschaft sein, ein Seelengefährte oder aber tatsächlich die bestehende Partnerschaft. Guckt euch das mal an. Wir haben den Ring, den Schutz, die Störche und den Kleen. Hier geht es um gewinnbringende Alltagssituationen. Es geht um Veränderungen in Kürze auch, ja. Man spürt auch so diesen Schutz oder man denkt, oh Wahnsinn, ich habe hier ein Erlebnis, das kann ich vielleicht gar nicht mit Worten beschreiben. Die Dinge stehen unter einem guten Stern und es ist auch eine Zeit, wo man hier die Sehnsüchte sehr verspürt und vielleicht auch gemeinsam was unternimmt, aufeinander zugeht, die Dinge klärt oder Klarheit erfährt und ja, das ist schön, das ist so gediegen. Die Sonne kommt auch noch mit drauf. Was wollen wir mehr? Eine Zeit, die sehr viel Erfahrungen mitbringt, spirituelles Wachstum. Vielleicht für den einen oder anderen sogar eine Zeit, wo man sich einen partnerschaftlichen Traum oder so erfüllen kann. Ne? Man erkennt den Wert einer Person. Auch schön habe ich hier, das gehört jetzt nicht zum Bereich Partnerschaft, aber es könnte das Geld der Familien betreffen, eine Harmonisierung im Feld der Finanzen, eine neue Tür auch im Feld der Finanzen. Möglicherweise erkennt man hier auch, dass Geld nicht alles ist, ja, sondern dass man hier mal auch aufhört, einen finanziellen Kampf zu führen, Überlebenskampf. Das kann hier natürlich auch das Muster sein, das hier als erschwerend angezeigt wird. Und es sieht aus, als, ja, ich habe die Brücke dabei. Das sind so die Weggefährten, die Lebensgefährten, die Wegbegleiter, die einem da begegnen. Ihr dürft mit Überraschungen rechnen. Diese Überraschungen liegen hier tatsächlich im Bereich, ich würde es mal nennen, eures Seelengerüsts, eures Wohlfühlens damit. Ne? Also eine Überraschung, die hättest du so nicht erwartet, die lässt deine Seele aufblühen. Es kommt wieder Bewegung und Leidenschaft in eine festgefahrene Situation, wo du gedacht hast, du drehst dich im Kreis. Ja? Hier werden auch Beziehungen aufgelöst, können aufgelöst werden oder was heißt aufgelöst, ist vielleicht nicht so das richtige Wort. Man nimmt Distanz auf, man erkennt irgendwo, wer noch zu einem passt. Der Resonanzbereich ist sehr hoch. Ne? Man erkennt vielleicht auch, mit wem man noch zusammenarbeiten möchte, mit wem nicht. Freundschaften können hier mit betroffen sein, Rückzug in Freundschaften, weil einfach etwas nicht mehr passt. Gut ist, du musst dem Ganzen hier nicht auf den Grund gehen, sondern du kannst es stehen lassen. Ne? Hier unten haben wir den Turm. Für mich auch immer dieses Ding, dass ich etwas, was dir nicht zugänglich war, wo du sehr Distanz dazu aufgenommen hast oder das Leben dich nicht so an die Nähe gebracht hat bei deinen Angelegenheiten, wie du dir das vorgestellt hast. Also dieses Gefühl, am Ende hocke ich doch allein da oder am Ende verdünnisieren sich eh wieder alle. Da ist eine große Erkenntnis drin und dir geht ein Licht auf, ne? Und du kannst es so stehen lassen und gehst selber raus aus der Situation. Und der eine hat die Meinung, der eine die und es sind beide irgendwie fühlbar richtig. Wow, ich bin geflasht, ich freue mich drauf. Jetzt gucken wir mal, ich ziehe noch 2 kleine Stapel, dass jeder noch eine Mini-Botschaft mitnehmen kann
für die Sonnenfinsternis. Wir machen nicht ein großes Brimborium draus. Ich will nur einen kleinen Impuls haben. Noch ein Engelchen, dann drehen wir um. Vielleicht nehmt ihr beide, vielleicht nehmt ihr eine Person für jeden Stapel. Oder ihr könnt euch direkt entscheiden, was ihr nicht wollt. Stellt es mal aufeinander. Ja, was wähle ich denn? Ich wähle den rot-goldenen Buddha. Und wir schauen, unsere Botschaft zur Sonnenfinsternis. Ja, es geht ein bisschen darum, Grenzen zu ziehen, Selbstliebe zu beweisen. Man darf sich in die eigene Quelle zurückziehen. Das hatten wir ja unten in der Auslegung vorher, dass man so erkennt, was nicht mehr stimmig ist. Und es ist auch völlig okay. Denkt immer daran, dass ein Nein zu jemand anders auch ein Ja zu dir selber ist. Und wir haben den Engel der Herzenssehnsucht. Hier geht es ein bisschen darum zu spüren, was auch sehr gut zu Janinas Ausführungen passt. Was möchte man eigentlich? Was nährt das Herz? Auch so ein bisschen eine Zeit, um in die Stille zu gehen, sich nicht so arg ablenken zu lassen von all dem Außenrum. Manchmal ist man ja auch so zwiegespalten, ne? Einsteils möchte man dies, einsteils möchte man das. Und dann lenkt man sich ab, weil man denkt, okay, ich kann es jetzt nicht entscheiden, was mein Herz will, aber dein Herz führt dich halt genau dahin, wo du auch sein sollst. Und es geht darum, sich Zeit zu nehmen für diese Dinge, verspüren. Dann habt ihr hier, oder wir hier, die Schatzkarte, das heißt, wir wären bereit, Step by Step an unser Ziel geführt zu werden und natürlich da auch den richtigen Weg zu finden und anzukommen. Und hier gibt es noch Zeichen für uns. Könnte hier auch die Herzenssehnsüchte betreffen. Zeichen sind Botschaften des Himmels. Also beachtet vielleicht auch mal in dieser Zeit, wo ihr irgendwo ein Zeichen kriegt, wenn ihr ganz bei euch seid. Der wird hier sehr wegweisend sein. Okay, dann die andere Seite. Was habt ihr Schönes für eure Zeit der Sonnenfinsternis? Auch eine sehr hohe Intuition. Es geht darum, dass eure Seele mit euch spricht, dass ihr Eingebungen und Träume habt, die euch neue Perspektiven eröffnen und irgendwo auch ein altes Wissen hochbringen. Dann habt ihr den Engel des Gebets. Es geht darum, sich mit dem großen Ganzen zu verbinden, nach oben abzugeben. Beten machen ja viele unterschiedlich. Manche sprechen das laut, manche machen das im Geist. Ich habe für mich festgestellt, dass wenn ich es ausspreche laut, dann geht es für mich besser, weil ich mich auch oft ablenken lasse, wenn ich es nur in Gedanken mache. Also verbindet euch, ne, mit der Seele, mit oben, gebt irgendwas ab, was ihr alleine nicht schafft, bittet um etwas, was ihr benötigt. Dann findet ihr hier euer persönliches Schlupfloch. Und hier hast du die Botschaft noch, dass du nicht perfekt sein musst, aber dafür glücklich. Guck mal, das Kleeblatt hat hier ein rosa Blättchen und es ist trotzdem vierblättrig. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Sonnenfinsternis. Vielen Dank an Janina. Ich drücke euch bis bald.